Schaut gut aus. So bezeichnet das ÖAMTC-Mitgliedermagazin Autotouring das Ergebnis des aktuellen Kindersitztests. Was ist damit aber genau gemeint? Das Ergebnis ist gut, wenn auch langweilig. Wir haben nur 2 Noten vergeben, gut und befriedigend. Das ist aus meiner Sicht aber sehr entspannend. Das heißt, alle die Sitze, die man hier sieht, kann man verwenden. Die befriedigend sind hauptsächlich entstanden aus Bedienungsumständen. Das heißt, die Sicherheit ist eigentlich bei all den Sitzen gewährleistet, die wir hier diesmal geprüft haben. Für Verwirrung sorgen derzeit bei manchen 2 aktuell gültige Normen für Kindersitze. Die neue Norm UNR 129 und die alte Norm UNR 44. Aber keine Angst, auch diese Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wurde. Bisher war das eben die Regelung 44, weil die EU nummeriert das einfach durch. Üblicherweise werden solche Regelungen einfach überarbeitet in Versionen. Hier hat man es aber für richtig erachtet, schon vor über 10 Jahren eine neue Richtlinie zu machen. Das wäre die Nummer 129. Das hat an sich keine Bedeutung, das ist einfach nur durchnummeriert. Und jetzt läuft eben die alte Richtlinie 44 aus und es werden eben nur mehr Sitze vom Sitzhersteller zugelassen nach der neuen Richtlinie 129. Man erkennt das nur an ganz wenigen Details, zum Beispiel grüne Gurtführungen, wenn jetzt irgendwo Gurtführungen am Sitz zu finden sind. In die neue Norm UN 129 wurden mehrere zusätzliche Sicherheitsstandards, wie zum Beispiel das Bestehen des Seitenaufpralltests, eingearbeitet. Für mich als Kundin oder Kunde ändert sich gar nichts. Ich kaufe den Sitz, der zu meinem Kind passt. Ich sollte den auch nach wie vor ausprobieren. Ich sollte auch mit dem Auto nach wie vor fahren. Sicher ist sicher. Und noch eine Entwarnung gibt es. Kindersitze, die der bisherigen Norm entsprechen, können auch weiterhin verwendet werden. Wenn ich jetzt alte Sitze habe, darf ich die auch noch weiter verwenden. Der Gesetzgeber in Österreich hat bis jetzt noch keinen Vorschlag für eine Novelle gebracht, wo Sitze, die noch nach UN-Richtlinie 44 zugelassen sind, nicht mehr verwendet werden dürfen. Also hier braucht man sich keine Sorgen machen. Man kann sich jetzt auch noch einen alten Sitz quasi kaufen, den aufheben, weiterverwenden. Derzeit ist also hier keine Verwendungseinschränkung vorgesehen. Ein Thema, das in der Vergangenheit immer wieder für Abwertungen gesorgt hat, nämlich die Schadstoffbelastung, ist diesmal zum Glück kein Thema. Ja, als wir vor über 10 Jahren beschlossen haben, nach Schadstoffen im Bezugsstoff der Kindersitze zu suchen, dachten wir, das wird eine Eintagsfliege. Also wir schlagen da quasi ein paar Mal hin und dann haben die Hersteller das im Griff. So war es nicht. Wir haben immer wieder Sitze dabei im Test, die schadstoffbelastet sind. Das kann aus dem Produktionsprozess kommen, das kann auf mangelnde Qualitätssicherung zurückzuführen sein, kann aber auch aus der Logistikkette stammen, also bei der Lieferung des Sitzes. Der Sitz muss im Shop, wenn er dort steht, sauber sein. Dieses Mal im Test haben wir nichts. Ich würde aber nicht ausschließen, dass wir nicht in der Zukunft wieder den einen oder anderen Sitz finden, weil es ganz einfach ein Dauerproblem ist. Es hat was mit der Fertigungsqualität zu tun. Das ist einer der Gründe für die permanenten Tests des ÖAMTC und seiner Partner. Fehler werden aufgezeigt, diskutiert und verbessert. Uns wundert es nicht, dass die Hersteller reagieren. Das ist sogar ein Zweck des Kindersitztests oder aller anderen Tests auch. Wir informieren die Öffentlichkeit über bestimmte Umstände. Wir diskutieren diese Ergebnisse aber auch mit dem Hersteller. Und man darf ja nicht vergessen, der Test wird nicht nur in Österreich publiziert, sondern der wird in über 27 europäischen Ländern zeitgleich publiziert. Das hat also schon eine Wirkung auf den Markt. Wenn ein Sitz hier nicht genügend bekommt, wird der in ganz Europa nicht mehr verkauft, logischerweise. Das heißt, der Hersteller ist schon gezwungen, sich mit uns auseinanderzusetzen und er kriegt von uns aber dann auch ganz ehrliche Tipps, wie wir glauben, dass er sein Produkt verbessern kann und somit ergibt sich dann ein Fortschritt, von dem letztendlich die Kundinnen und Kunden profitieren. Weitere Details zum aktuellen Kindersitztest finden Sie wie immer auf unserer Homepage.